Einen wunderschönen Abend zusammen an alle im Chat und falls ihr das Video im Nachgang guckt, Hallöchen. Wir machen uns heute einen schönen kleinen Abend, denn heute wird eventuell was Kleines, Wichtiges vorgestellt vom Hause Canon. Bevor wir das Ganze natürlich im Detail durchgehen, möchte ich erstmal unseren Gast begrüßen, denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe die liebe Silke dabei. Danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wenn euch das Thema brennend interessiert, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier, es geht um das gute Stück hier. Es geht um die neue Canon R6 Mark III. Wir haben sie da. Das heißt, ihr könnt all eure Fragen stellen. Entweder haben wir schon die Antwort oder wir können eben in die Kamera reingehen und das Ganze dann auch nachschauen. Ganz wichtig vorab, wenn ihr Interesse an dieser Kamera habt, im Laufe des Streams oder jetzt schon, die Kamera ist vorbestellbar. Ich empfehle es euch, die Kamera auch vorzubestellen, einfach weil es eine Neuheit ist. Und manchmal gibt es ein bisschen Stau am Anfang, wenn alle plötzlich eine neue Kamera haben möchten. Von daher gerne das Ganze vorbestellen. Ihr könnt das Ganze auch unverbindlich vorbestellen auf Vorkasse. Dann müsst ihr erst zahlen, wenn eure Kamera dann auch da ist und geht nicht in Vorleistung wie mit PayPal oder Kreditkarte. Falls ihr jetzt sagt im Laufe des Streams, boah, die labern schon ein bisschen viel drüber, klingt gut, ich würde die gerne mal in der Hand nehmen. Wir haben noch eine kleine Info für euch. Hier in Düsseldorf haben wir Hausmesse. Morgen und übermorgen, also Freitag, den 7. und Samstag, den 8., sind unsere Tore geöffnet. Wir haben ganz viele Leute aus der Industrie dabei, darunter auch Canon. Und die Kamera bleibt noch ein bisschen bei uns. Das heißt, wenn ihr nach Düsseldorf kommen könnt und möchtet, kommt vorbei. Da könnt ihr die neue Kamera dann auch mal in die Hand nehmen und damit ein bisschen rumspielen, Fragen beantworten von den Experten, das Übliche und natürlich, wenn man dabei ist, ein bisschen shoppen. Angebote gibt es natürlich auch. Das Coole ist, wir hatten die Kamera jetzt auch schon einen Tag vorher. Ihr habt das Video vielleicht gesehen, wenn nicht, gerne nach dem Stream in Ruhe nochmal angucken. Und da haben wir das Ganze wirklich ausführlich, beziehungsweise Silke hat es ausführlich getestet. Wir haben sie begleitet und deswegen haben wir auch ganz viele Bilder, die wir dann im Nachgang zeigen können und Videos und daran können wir uns dann so ein bisschen aushangeln. Das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag, aber das muss ja auch mal sein. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt im Chat, stellt sie. Ich werde versuchen mitzulesen und das Ganze dann auch zu beantworten. Falls ich es irgendwann vergessen sollte, schreibt es nochmal oder die Regie wird mich darauf hinweisen natürlich. Und dann würde ich sagen, legen wir mal ganz locker los und gucken uns die Neuheit an. Fangen wir erstmal mit der Kamera an. Und ich würde ganz am Anfang für dich nochmal eine Frage in den Raum werfen. Warum ist es für dich Canon geworfen? Es gibt ja so viel auf dem Markt. Ne? Wir haben Sony, wir haben Nikon, wir haben Canon. Warum ist es bei dir die Marke geworden? Tatsächlich bin ich einfach damit aufgewachsen, groß geworden. Ich habe damals von meinem Bruder meine erste Kamera bekommen. Das war noch damals die 500D, meine ich, also schon einige Zeit her. Und da ich halt People fotografiere, also besonders Porträt, Fashion, Fokus habe, sind die Hauttöne dort sehr natürlich, was ich sehr mag. Grundsätzlich ist es eine sehr intuitive Bedienbarkeit für mich. Der Autofokus ist super gut und es gab einfach noch nie einen Grund, warum ich hätte wechseln sollen, ehrlicherweise. Okay. Für die Leute, die dich so nicht kennen, was hast du aktuell an Ausrüstung von Canon? Ich nutze aktuell die R6 II. Wenn ich wirklich extrem hohe Auflösung benötige oder sehr knackige Beauty-Shots brauche, auch meine alte 5D Mark IV. Ansonsten Objektive, gerade für Beauty-Shots oder teilweise auch ein bisschen Fashion, das 85 mm liebe ich total, muss ich sagen. Ansonsten so der Allrounder 24-70 mm ist halt besonders praktisch, weil man einfach sehr schnell wechseln kann. Wobei ich grundsätzlich sagen würde, wenn man nicht schnell wechseln muss, würde ich immer zu einer Festbrennweite eher tendieren. Aber ja, manchmal muss es halt ein bisschen schneller gehen, man muss ein bisschen flexibler sein, da ist das auch, lohnt sich das auf jeden Fall. Okay. Du hast ja die R6 II zu Hause. Wie war so das erste Feeling, als du die neue Kamera in die Hand genommen hast? Sehr gewöhnlich, im positiven Sinne tatsächlich. Also die Knöpfe sind da, wo sie vorher auch waren, was sehr positiv ist, weil man einfach direkt loslegen kann. Ja. Deshalb sehr positiv tatsächlich. Ich finde, sie liegt sehr gut in der Hand, wie meine aktuelle auch. Von daher alles ja, so wie gewohnt. Das ist richtig. Wir haben trotzdem so ein paar kleine Änderungen zu dem Vorgänger natürlich. Von außen sehen sie fast gleich aus. Ne? Sensor, alles weiter in Vollformat haben wir da. Aber spannend ist, dass wir auf der Portseite dann auch noch einen kleinen Unterschied haben. Bei der R6 II hatten wir noch einen Micro-HDMI-Port.
Filmer mögen das nicht ganz so gern und ich hasse das. Jedes Mal, wenn Ken im Haus war, habe ich das ein bisschen aufgezogen. Mittlerweile ist die R6 III auch erwachsen geworden und das heißt, wir haben hier dann auch einen Full-Size HDMI-Port bekommen und können so dann auch perfekt unsere großen Monitore dann mit reinspeisen, wenn wir dann welche benutzen möchten, falls uns halt der verbaute Monitor zum Beispiel zu klein ist. Und wir haben da noch ein kleines Update bei den Speichermöglichkeiten. Dort hatten wir ja bei der R6 II die normalen 2 UHS-2-Karten, die wir dann benutzen konnten an SD. Und dann hatten wir jetzt als Upgrade bekommen einmal den Wechsel. Ich muss einmal kurz warten, ansonsten zeige ich es auch hier rüber. Da. Wir haben, ja, man ist sich uneinig? Da. Wir haben jetzt den Wechsel auf zwei verschiedene Kartenmöglichkeiten. Das heißt, wir haben einmal die etwas breiteren CF-Express-Karten und weiterhin die SD-Karte. Einfach, weil wir ein paar Funktionen bei dieser Kamera haben, die mehr Geschwindigkeit benötigen als das, was eine SD-Karte wirklich auch rausgeben kann. Ne? Also, wir hatten auch schon ein paar Mal das Thema, oder hast du selber CF-Express-Karten? Nee, ne? Bei deinen Sachen bist du auch komplett raus. Aktuell ja. Manchen Leuten, die haben so ein bisschen, diese CF-Express-Karten sind so teuer. Ne? Die sind ein bisschen teurer als normale SD-Karten. Das stimmt im Prinzip auch. Das Ding ist, wenn ich jetzt sehr, sehr schnelle SD-Karten nehme, OS2-Karten, die ich halt für diese Funktion auch brauche, und dann im Vergleich, was Vergleichbares, im Einstiegsbereich von der CF Express Card B kaufe, sind die preislich gar nicht mehr so weit auseinander. Von daher habt ihr nicht so die Befürchtungen, dass sie extrem explodieren in den Preisen. CF Express B ist mittlerweile gut verbreitet und frisst gar nicht so viel das Geld auf, aber es ist halt die Möglichkeit, extreme Funktionen dann auch zu erfüllen. Dann, ich muss einmal kurz da reinlunkern. Kurzen Moment. Genau, es gibt viele, die, ich spreche es mal an, Sucher und Display. Ist ja bei jeder Kamera so ein bisschen Thema, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie sieht es da bei dir aus? Wie fotografierst du hauptsächlich? Ich muss gestehen, und wahrscheinlich mache ich mir nicht nur Freunde damit. Ich nutze den Display sehr intensiv. Aber das liegt auch tatsächlich daran, dass ich Brillenträgerin bin. Und ja, ich weiß, man kann theoretisch die Sehstärke einstellen. Das habe ich auch bei der Canon 5D Mark IV tatsächlich so gemacht. Das Problem ist aber auch, als Frau, man ist geschminkt, die halbe Augenbraue fehlt irgendwann, weil man durch den Sucher guckt. Das heißt, das ist irgendwie einfach händlicher, aus den beiden Gründen tatsächlich den Display zu nutzen. Und gleichzeitig, wenn man am Set ist, mit Models arbeitet, mit Stylisten, Make-up-Artisten, man macht halt auch sehr viel drumherum. Man ist jetzt nicht nur am Fotografieren. Und dann wiederum ist es ein bisschen lästig, sage ich mal, wenn man dann die Brille ständig anziehen muss. Wahrscheinlich ein bisschen davon abhängig, wie viel Sehstärke man hat. Ja. Es gibt auch immer ein bisschen Kritik, sodass da nichts an neuer Auflösung für Sucher oder Monitor jetzt kommt. Findest du es ausreichend für das, was du jetzt auch im Beauty-Bereich machst, oder hättest du gern noch ein bisschen mehr Auflösung? Ich muss gestehen, ein bisschen knackiger könnte es noch sein. Wenn man tethert, ist es manchmal auch ein bisschen, das Kabel ist manchmal im Weg beim Display tatsächlich, wenn man klappen möchte. Aber grundsätzlich kann man damit schon ganz gut arbeiten. Das heißt, das wäre für mich niemals ein Ausschlusskriterium, ehrlicherweise, weil da sind die schon ganz gut. Also man erkennt schon sehr gut, was man tut, auch auf dem Display. Okay. Ja, es gibt ja so ein paar andere Hersteller, das wünschen wir uns auch, die einfach das Display auch hier schon irgendwie abklappbar machen, dass man nicht jedes Mal diesen langen Weg fahren muss, sondern einfach dann hier so und dann das daraus ziehen könnte. Für die Zukunft kennen. Ne? Da würde ich nicht Nein sagen. Super. Genau. Was mir noch, das ist dir wahrscheinlich nicht ganz aufgefallen, weil du die R5 II nicht hast. Ich hole die mal einmal ganz kurz. Aber wir haben sie, glaube ich, damals schon getestet. Wir haben sie damals getestet. Also ich hatte sie definitiv schon in der Hand und habe damit schon gearbeitet. Genau. Der Teufel liegt allerdings manchmal im Detail. Und wenn wir uns jetzt hier einmal eine R5 II einmal von unten anschauen, dann sehen wir hier so ein paar Schlitze. Die sind für den Batteriegriff mit Lüftereinheit. Das haben wir bei der Neuheit nicht. Hier fehlt das. Wenn ihr den BR20 habt, dann könnt ihr das auch weiter verwenden. Der geht dafür, aber dieser Lüfter-Batteriegriff, der geht nicht. Also von daher,
keine aktive, keine passive Kühlungsmöglichkeit, wie es bei der RF5 II ist. Das geht hier leider nicht. Da müssen wir drauf verzichten. Ich packe mal kurz die Deko wieder zurück, bevor ich von der Regie gesagt bekomme, das sieht so leer aus. Mussten ja ein bisschen schauen, was wir jetzt hier hinstellen. Ich werfe einmal in den Raum, in den Chat, gibt es Fragen allgemein so zum Body? Die werde ich gleich dann noch schnell mit abschließen, aber ansonsten würde ich einmal schnell das Objektiv schon mal so ein bisschen anreizen, weil das ja auch neu ist, ne? Dann wollen wir auch ein bisschen drüber reden. Gerne schon mal die Fragen für den Body noch reinpacken, dann werde ich die noch dann mit beantworten oder dann der Silke stellen, bevor wir auch mal ein paar Bilder zeigen. Ne? Wir wollen auch ein bisschen sehen, wie verhält sich das Ganze wirklich auch in der Praxis und nicht nur Technikgelaber. Dann ganz ehrlich, man kann sich Textsheets durchlesen. Wir möchten auch ein bisschen so das Gefühl übermitteln, wie das Ganze dann auch in der Praxis ist. Deswegen, das neue Objektiv, für die Leute, die es noch nicht gehört haben oder gesehen haben, es gibt ein 45 mm Blende 1.2 mit Autofokus von Canon. Man mag es kaum glauben, aber das Ganze kostet dann auch knapp 500 €. Das ist ein richtig, richtig guter Preis in meinen Augen. Du hattest das Ganze auch dann in der Praxis dann getestet. Wie war so dein Eindruck zu dem Objektiv? Mein Eindruck ist erstmal sehr positiv. Also grundsätzlich ist es sehr leicht in der Hand. Man kann echt bei dunklen Lichtsituationen auch sehr gut damit arbeiten. Die 1.2 ist natürlich sehr attraktiv, muss man sagen, besonders für den Preis. Also rundum auf jeden Fall ein sehr interessantes Objektiv, was sich auf jeden Fall lohnt, sich mal genauer anzuschauen. Das Coole ist einfach, es ist halt so kompakt. Ich nehme es mal kurz ab, Ja. auch wenn ich jetzt nichts anderes für die Kamera habe, aber das ist dann einfach mal kurz so hier. Das könnt ihr übrigens, die Kamera sieht auch schön aus. Ne? Es ist super schmal in der Hand. Ich muss da jetzt nicht wirklich groß mit rumgreifen. Das liegt einfach gut. Und das Schöne ist, das Ganze hat natürlich auch einen guten Motor verbaut. Wir haben hier einen STM-Motor drin, das heißt, es ist ein Stepper-Motor. Ich erkläre ihn einmal ganz kurz für die Leute. Es gibt bei Canon so zwei Varianten, wie aktuell eigentlich verfahren wird. Entweder hat man einen Stepper-Motor oder man hat so einen Ultrasonic-Motor. Und der Unterschied ist einfach, dass der Stepper-Motor teilweise ein bisschen kompaktere Bauweise ermöglicht. Deswegen haben wir den auch bei vielen anderen Linsen in diesem Formfaktor. Aber er ist vor allem sehr ideal für Video. Der ist super leise, der fährt richtig ruhig das Ganze an für einen leichten Fokusverlauf. Und so ein USM-Motor, den hat man hauptsächlich in Fotooptiken, der ist richtig snappy. Ne? Das, was du wahrscheinlich so liebst, auch an deinem 2470, der ist einfach direkt da. Ne? Aber der ist einen kleinen Ticken lauter, das will man bei Video halt nicht haben. Deswegen haben wir hier dann den anderen Motor mit verbaut. Aber ansonsten ist das ganz cool, das Ding. Das ist jetzt, können wir nebenbei noch ein paar Bilder von dem 45er einblenden, dass wir so ein bisschen über den Look reden. Perfekt. Ne, einfach, dass man da auch so ein bisschen einen kleinen Eindruck davon gewinnt, was man auch dann für eine Wirkung rausbekommen kann für diese 1,2er Blende. Ne, da muss man halt, auch wenn, das war jetzt kein Riesenraum gewesen, ne, das ist so ein Loftstudio gewesen, das war auch der engste Gang, den ihr euch da ausgesucht hattet an dem Ende. Aber man kann trotzdem wunderbar einfach den Hintergrund wegblurren und das halt für den Preis. Ja. Es ist auch in der Mitte gut scharf, auch bei 1,2. Es ist halt nicht perfekt. Ne? Wir müssen ehrlich sein, es ist halt nicht auf L-Niveau, aber kostet auch ungefähr ein Drittel von so einer L-Optik. Ja. Ne? Also da muss man dann einfach mal fair bleiben. Das hat chromatische Aberrationen. Heutzutage kriege ich das weggerechnet in Programmen wie Capture One, das ist jetzt auch kein Thema mehr, aber 500 € für den Look. Das ist so langsam so ein Niveau von so Off-Brand-Herstellern, teilweise Autofokus, aber auch nicht alle. Und jetzt haben wir halt hier vom Hersteller mit Autofokus. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ja, definitiv. Und ich meine, gerade die 1.2, wenn man dann irgendwie doch mal dunklere Lichtverhältnisse hat, kann man da halt einfach unfassbar viel rausholen. Und das für den Preis ist halt unschlagbar. Ja. So, ich gucke einmal durch meine Fragen durch, ob es da jetzt noch was gab. Sind dir was über die Fragentools reingekommen? Sonst mache ich das durch den Chat. Ja, ich gucke. Kurz einen Moment. Nee. Okay, dann gehe ich einmal kurz durch den Chat durch. Gibt es weiterhin den Sensorschutz? Absolut gibt es den. Ich habe den nur ausgemacht. Nee, ich habe ihn sogar noch angeguckt mal. Natürlich, wir wollen ja nicht, dass die Kamera hier
dreckig wird. Die Silke braucht die ja auch noch jetzt am Samstag. Deswegen, auch falls euer Sensor dreckig ist, wir haben kostenlose Sensorreinigung bei der Hausmesse. Noch ein Grund zum Kommen. Nehmen wir mal so nebenbei. Nee, aber ist weiterhin mit an Bord. Wo liegt die aktuell preislich? Der Body ist bei 2.899 € und das Objektiv ist bei 499 €. Da liegt man dann aktuell. Welche CF Express Karte empfehlt ihr? Wir haben, falls du zufällig mit der Kamera zusammen das kaufen möchtest, wir haben auch ein paar Sets als Varianten. Da gibt es dann auch schon welche, wo du direkt eine CF Express Karte mit dabei hast in dem Bundle. Ansonsten die von Angelbird, die finden wir super, die sind extrem schnell, mit denen hatten wir nie Probleme gehabt und empfehlen wir auf jeden Fall, wenn du das Maximum aus dieser Kamera rausholen möchtest. Dazu halt noch das passende Lesegerät, sonst ist es ein bisschen nervig über die Kamera das Ganze dann runterzuziehen. Passt halt nicht in ein MacBook so eine CF Express Karte. Schade. Und da passt zufällig der L-Winkel der R7 auf die R6 III. Ich bezweifle es so ein bisschen, weil die R6 III schon noch einen kleinen Ticken größer ist als so eine R7. Wenn du einen universellen L-Winkel hast, maybe. Aber wenn das jetzt so ein maßgeschneiderter ist, dann definitiv nicht, nein. Da muss man sich dann was Neues besorgen. So, kurz Moment, ich muss das hier lesen. Ich bin so ein alter Mann, der Chat ist so klein. Das ist richtig. Ich habe auch, du hast dein Mikro nicht an, ne? Nee, ist alles gut, also muss nicht. Ja, Stefan ist ein alter Mann und der muss jetzt erstmal in Ruhe lesen. In der Zeit vielleicht nochmal zu dem Thema L-Winkel, also Body von R6 II zu R6 III, die sind sich so ähnlich, beziehungsweise sind quasi identisch, bis auf ein paar Buttons, die noch anders belegt wurden. Das heißt, da könnt ihr L-Winkel, Cages und so weiter einfach mitbenutzen. Zur R7 ist dann aber der Body-Größenunterschied ein bisschen anders. Also wenn ihr unten den L-Winkel stufenlos quasi verschieben könnt, dann geht's, aber ansonsten nicht. Ja, perfekt. Es gab noch mal eine Vergleichsfrage zur R5 II. Ich hole die noch mal. Wandern noch mal kurz. Gut, dass das Studio nicht so groß ist. Bin ich schnell wieder da. Damit es mal fair ist, ich mache die mal kurz beide ohne Objektiv. Dann reden wir mal über Bilder. Wir wollen ein bisschen gleich das zeigen. Ich räume mal kurz mein MacBook aus dem Weg. Einigermaßen. So. Wenn man jetzt ahnen müsste, welches eine R5 II und eine R6 III ist, müsst ihr eigentlich nur auf eine Sache achten. Das ist dieser massive Sucher. Ne, der ist einfach extrem groß. Das liegt halt daran, dass wir hier die Augensteuerung mit integriert haben. Das heißt, ihr könnt durchgucken und das angucken, wo ihr hinfokussieren möchtet. Das wird halt damit möglich gemacht. Das haben wir hier nicht. Des Weiteren haben wir halt kein Schulterdisplay für die Leute, die sowas dann zum Beispiel brauchen. Und die Bedienung ist ein bisschen anders. Hier habe ich halt bei der R6 III so dieses klassische Dial für meine Modi, die ich durchgehen kann. Und hier habe ich halt einen Button, wo ich dann mir das Modusstrahl einstellen muss. Ist ein bisschen persönliche Präferenz, wie man möchte, aber ansonsten haben beide mittlerweile halt das getrennte Menü für Foto und Video. Das ist so grob das Ganze, wie sie sich unterscheiden von der Größe. So, und da habe ich das. Und es gab noch eine Frage wegen dem Bundle mit dem Batteriegriff und den Akkus und der Kamera. Natürlich haben wir das. Einfach mal eine Variante. Doch, habe ich heute gesehen. Regie glaubt mir noch nicht, aber ist da. Ja, ja. So, jetzt würde ich aber sagen, lasst uns mal von außen ein bisschen in die Kamera rein und da natürlich dann auch auf den Sensor so ein bisschen gehen. Lohnt sich zwar. Und wir gehen auf jeden Fall Anfang jetzt Foto, weil das ist so dein Brot und Butter ist ja eigentlich die Fotografie. Deswegen erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke von den Bildergebnissen von der Kamera. Wie war das so für dich, die Files dann auch zu sehen? Also ich war echt positiv überrascht. Man merkt sofort durch den Sensor, dass man einfach grundsätzlich, also wenn man durch den Sensor hat man höhere Auflösung. So, das heißt, wenn ich mir die Bilder hinterher angucke, habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten hinterher auch rein zu croppen. Mir hat das ein bisschen gefehlt, weil der Abstand von der 5D Mark IV zur
R6 II war dann doch ein bisschen Ja. größer und für manche Jobs reicht es einfach nicht ganz aus. Das heißt, ich bin unfassbar froh, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich eine höhere Auflösung zu bekommen mit 32,5 Megapixel. Und dadurch habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, hinterher auch einen Bildausschnitt vielleicht nochmal zu verändern. Gleichzeitig ist auch der Dynamikumfang der Farben einfach nochmal einen Ticken besser gewesen. Merkt man das so gut dann auch? Doch, das Okay. merkt man definitiv. Gerade bei den Hauttönen ist es noch mal ein bisschen besser. Und auch wir hatten ja jetzt nicht grundsätzlich das beste Licht beim Testen, muss man sagen. Das Fair, Wetter ja. war einfach leider ja, ein typisch deutscher Herbsttag, würde Ja, ich sagen. es kommt Es hat hin. durchgeregnet. Der Vorteil war, wir konnten ein bisschen mehr testen. Und das macht schon einen Unterschied. Also das sieht man definitiv, dass da einiges sich noch mal geändert hat. Und das freut mich tatsächlich sehr, weil da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Reicht dir dann auch die Auflösung für so, ich nenne es mal 90% der Arbeit, oder sagst du so, für die nächste Generation so noch so einen ganz kleinen Tacken mehr, oder sagst du so, das reicht eigentlich für das meiste, außer für so High-End-Geschichten? Ich würde sagen, wie du sagst, 90%, das kommt schon ganz gut hin. Eigentlich reicht es fast immer, außer man hat jetzt wirklich eine große Produktion, wo du irgendwie wirklich extrem hohe Auflösung benötigst. Dann würde ich auch immer noch die 5D Mark IV nehmen, weil die ist auch einfach wirklich ein Arbeitstier, muss man sagen. Man kann sich immer darauf verlassen. Deshalb, ich glaube, das ist dann ein bisschen noch von dem Bereich abhängig und was ich damit machen möchte. Deshalb in den 90% der Fällen wird es ausreichen. Und gerade wenn ich einen Fokus, der liegt ja sehr stark bei mir auf digital, ne, alles, was man für Social Media macht, da reicht das locker aus tatsächlich. Da hat man dann gar keine Probleme mehr. Okay. Weil es immer ein Thema ist, ich würde gerne jetzt einmal über die Performance bei etwas weniger Licht reden. Das ist ja immer so ein Ding, wenn eine Kamera wenig Megapixel hat, ist die immer super in Lowlight. Und wenn immer die Auflösung erhöht wird, ist dann immer so ein bisschen so diese Angst, dass, naja, das schnell anfängt zu rauschen, das nicht mehr benutzbar ist. Das haben wir natürlich auch getestet. Die Tests, die ihr jetzt gleich seht, bitte beachten, die sind im JPEG entstanden. Das liegt einfach auch daran, dass wir das Ganze gemacht haben, bevor wir, naja, eine Unterstützung für Capture One und Co. hatten, weil einfach das Profil noch nicht da ist. Aber wir gucken uns mal an, wie sich das Ganze im Vergleich zu einer R6 II schlägt. Wir haben da mal angefangen, ganz locker mit 3200er ISO. Heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr für so eine Kamera. Früher hat man da schon ein bisschen mehr gebammelt. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, treiben wir das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen weiter nach oben. 6400 ist für manche Leute schon so ein ganz kleines bisschen kritisch, so persönlich. Hier sieht man noch sehr gut, dass sich beide immer noch sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist halt so das Coole, dass ich nicht jetzt Angst haben muss, dass es da schon zerfällt. Also drehen wir es noch ein bisschen weiter mit nach oben und gehen dann auf 12.800er ISO. Da merkt man natürlich, das ist kein perfektes Bild mehr, das muss man einfach sagen. Aber es ist immer noch sehr, sehr nutzbar, auch wenn ich da in die Details reingehe. Wir haben nicht wirklich einen Nachteil bekommen durch die höhere Auflösung. Hatten wir noch eins höher? 32. Dann her damit, noch weiter höher, 32.000. Und da sieht man einfach, wie gut sich das immer noch schlägt. Wir wissen jetzt nicht, wie das mit YouTube-Komprimierung dann natürlich am Ende noch rüberkommt, aber wir haben es hier im Detail, von daher glaubt uns da gerne. Die Details sind wirklich auch noch da, auch wenn wir es dann vergrößert haben. Vor allem dann halt in diesem Kleid konnte man das dann auch noch gut sehen, wie sich das Ganze dann geschlagen hat. Ja, ganz wichtig nochmal, also die Bilder sind mit Rauschreduzierung in der Kamera. Wir haben das einfach auf Standard gelassen, damit das JPEG quasi das Standard-JPEG bei beiden Kameras ist. Wie gesagt, RAWs konnten wir noch nicht auslesen, weil wir ja eine Vorserie hatten. Auch da ein Hinweis, ne? Vorserienmodell, nicht finale Firmware. Aber was uns am meisten interessiert hat, war halt, sieht man eine Verschlechterung zur R6 II, die ja mit deutlich weniger Auflösung, knapp 25% weniger Auflösung, ja dementsprechend auch ein bisschen lichtstärker sein sollte. Und nein, wir sehen keinen Abfall in der Lowlight-Sensitivität. Das heißt, das freut uns einfach. Ne? Wir haben mehr Auflösung, müssen dafür aber halt keinen Kompromiss eingehen. Absolut richtig. Und da nehme ich schon mal einmal kurz eine Sache vorweg. Wenn wir dann über höhere Auflösung reden, kommt natürlich auch ein bisschen so diese Auslesegeschwindigkeit mit dabei, weil sich das auch auf Video aufwirkt. Über Video reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, weil das ein großes Thema bei dem ganzen, bei diesen Hybridkameras heutzutage ist. Und da geht es natürlich um den Rolling Shutter Effekt. Also wie schnell kann ich denn diesen Sensor wirklich auslesen?
haben wir natürlich auch mal kurz getestet. R6 II versus R6 III. Ihr seht das hier einmal eingeblendet. Da merkt man natürlich, da merkt man, dass die R6 III nicht schlechter geworden ist. Sie ist hier einen kleinen Tacken besser, ob das jetzt genau an dem Frame halt liegt oder nicht. Ne? Aber sie ist auf jeden Fall nicht verzogener. Wenn man natürlich jetzt in Open Gate reingeht und das Ganze macht, dann wird man natürlich schon merken, dass es ein bisschen mehr kippt, weil einfach dann viel mehr ausgelesen werden muss. Aber in 4K30 wirkt das hier sehr solide. Genau, und auch da wieder gilt das Gleiche. Es hängt natürlich voll von der Auflösung ab, von der Bitrate. OpenGate ist da natürlich ein bisschen extremer, aber auch da haben wir getestet mit der Sorge, dass es verschlechtert ist, weil diese Kamera mehr Auflösung hat und dementsprechend auch höhere Datenraten auslesen muss. Und auch da ist es halt, nee, ist nicht schlechter geworden. Im Zweifel ist es sogar ein bisschen besser geworden, wie jetzt hier in 4K30. Also auch da sehr gute Nachrichten. Okay, dann ich gehe jetzt einfach mal in Autofokus weiter. Das ist ja heutzutage so das Thema eigentlich. Jedes Mal eine neue Kamera kommt raus. Ist die besser geworden? Ja. Definitiv. Ja, Einfach gesagt. Kann ja. ich unterschreiben. Ja, Ja. ne? Ja. So, es ist mittlerweile auf dem Niveau von der R5 II, die hast du ja auch schon getestet. Das Einzige, was wir nicht haben, ist halt eine automatische Motiverkennung, also das automatische Wechseln bei Sport. Das heißt, wenn jetzt ein Basketballer den Ball abgibt zum nächsten, das kann sie nicht. Da muss man auf eine R1 oder eine R5 II gehen. Aber ansonsten, wie ist so für dich das Autofokus-Feeling? Ich meine, du machst immer noch sehr viel mit einer 5D. Wie ist das dann für dich, dann im Vergleich auf eine R6 III zu gehen? Also in dem Fall ist das sehr angenehm. Also ich muss schon sagen, die R6 II ist auch unfassbar gut schon, was den Autofokus angeht. Also da ist es schon selten, dass man irgendwie nicht die Augen scharf hat. Bei der R6 III würde ich sagen, ist es noch einen Ticken besser. Also man merkt wirklich, dass die unfassbar schnell ist, auch im Fokussieren. Und ich hatte den Eindruck, dass sie noch ein bisschen besser erkennt, welches Auge auch vorne ist. Sehr gut. Das habe ich tatsächlich bei der R6 II manchmal noch, dass ich denke, okay, das war jetzt, da hat es ein bisschen einen Ticken länger gebraucht. Das ist mittlerweile unfassbar schnell, gut und extrem smooth auch einfach. Sind wir so auf dem Level angekommen, wo du sagen kannst, ich kann mich auf den Autofokus komplett verlassen und kümmere mich eigentlich um Bildausschnitt, Pose und Co. Oder bist immer noch sehr am Kontrollieren für das Ganze? Eigentlich würde ich sagen, ich fokussiere mich komplett aufs Bild, auf den Ausschnitt, aufs Posing, auf die Bildkomposition an sich, weil das so zuverlässig ist. Und ich glaube, es ist auch dadurch, dass man ja mal direkt sieht, wo scharf gestellt wird, auch automatisch hat man dieses Feedback, das ist ja intuitiv bedienbar. Von daher muss man sich da in dem Fall wirklich nicht mehr viel drum kümmern. Okay. Für die Leute, die manuelle Sachen fokussieren oder auf manuell generell fokussieren, sei es egal ob objektiv oder nicht, man hat natürlich trotzdem weiterhin die standardmäßigen Fokushilfen, wie halt Peaking, Vergrößern und Co. Alles mit an Bord. Das heißt, man kann auch geliebte Vogtländer-Objektive weiterhin dran verwenden. Bin ich immer Fan von. Geht hier natürlich auch wunderbar. Was die auch richtig gut kann, ist, wenn wir das Ganze auch mal ein bisschen in Lowlight getestet haben. Da war ja der Vorgänger auch schon sehr, sehr gut. Und da dachten wir uns, oh gut, wie gut ist denn jetzt auch dann der Nachfolger? Haben wir mal kurz getestet und einfach mal die Belichtung so weit angepasst, dass wir irgendwann nur noch so ein bisschen erahnen konnten, wo jetzt eigentlich unser Model wirklich dann landet. Aber die Kamera hat trotzdem weiterhin stumpf einfach auf das Auge fokussiert, obwohl wir es irgendwann einfach nicht mehr sehen konnten. Es war schwarz. Irgendwann ist er natürlich gesagt, okay, hier ist der Kopf. Aber ganz ehrlich, wer dann sowas dann fotografiert, selber schuld. Aber wahrscheinlich ist das Schwarz dann auch scharf, wenn ich es dann später wieder aufhelle. Aber nur so dazu. Also von daher nutzt es einfach, auch wenn ihr unterwegs seid für eine Reportage, bei Lowlight, bei einer Hochzeit, was auch immer. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und das ist halt echt, echt cool. Und dann haben wir ja noch das Feature mit der Gesichtsregistrierung, Sehr Personenregistrierung. Das heißt, gibt auch die Möglichkeit, bis zu 10 Personen wirklich einzuspeichern, gerade für Hochzeitsfotografen natürlich sehr attraktiv, damit man sicherstellen kann, dass auch das Brautpaar oder meinetwegen auch die Trauzeugen immer scharf sind. Von daher, das ist auch wirklich ein sehr, sehr positiver Aspekt, gerade
wenn man halt mehr als jetzt nur ein Model fotografiert, ne? Ja, vor allem es geht halt super schnell und einfach, ne? Einmal kurz halbwegs die Person drauf, auslösen, abspeichern. Oder wenn man schon Fotos auf der Karte hat, kann ich auch von diesen Fotos das auswählen und diese Person dann nutzen. Ja. Das ist halt richtig cool, wenn man das so ein bisschen vorbereitet für seinen Hochzeitstag als Fotograf. Es gab die Frage, wie lange du die Kamera testen konntest. Ziemlich genau einen Tag. Ja, Ich und glaube 8 Stunden, 10 Stunden, ich weiß es nicht, ungefähr. ja, ich glaube so 8 Stunden ungefähr. Aber wenn man dann sieht, was denn für Ergebnisse rausgekommen sind, Bedienung funktioniert wunderbar, wenn ihr Canon gewohnt seid. Ne? Ja. Und dann hängt alles hinter der Kamera einer Fotografin, dass dann auch gute Bilder bei rumkommen. Von daher, Chapeau, hat alles funktioniert und es sieht wundervoll aus. So. Ja, es gibt eine Frage. Also, die neue Kamera, sorry, ich springe zwischendurch, aber wenn ich da was sehe, dann muss ich das mitnehmen. Die neue Kamera kommt auch mit diesen wunderschönen LPE 6P Akkus, also den neuen P für Power. Das braucht man heutzutage. Es gibt noch die etwas älteren NH-Akkus. Ich habe jetzt keinen hier, aber es gibt sie. Die könnt ihr in der Kamera auch weiterhin verwenden. Das Ding ist, es wird Einschränkungen geben, wenn ihr die älteren Akkus nutzt. Merklichst eigentlich im Videobereich, dass ihr halt dort nicht mehr das Maximum rausholen könnt. Ich habe leider keine detaillierte Liste, was genau einzeln eingeschränkt ist. Aber wenn ihr vollumfänglich das Ganze nutzen möchtet, würde ich halt empfehlen, eher den neuen Akku dann zu nehmen, auch wenn der etwas teurer ist. Das muss man da leider auch mit dazu sagen. Autofokus. Autofokus, Verzeihung, mein Kopf. Langsam, Tag war schon lang. Wir haben ja hier die Motiverkennung. Ne? Wir haben auch die automatische Wechselfunktion, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was vielleicht jetzt gleich vor die Linse kommt. Und das Lustige ist, vor 2 Monaten, glaube ich, ist die C50 vorgestellt worden. So die Videoversion von Canon in diesem Einstiegsbereich mit demselben Sensor. Wir haben damals schon so ein bisschen spekuliert, dass vielleicht der Sensor auch in die Kamera kommen würde. Haben recht gehabt. So, aber das Lustige ist, im Videomodus der C50 habe ich die Motiverkennung Mensch und Tier in diesem professionellen Videomenü. Bei der R6 III habe ich im Videomenü die Motiverkennung für Mensch-Tier, automatisch wechseln und Fahrzeuge. Das heißt, hier habe ich will jetzt nicht sagen einen besseren Autofokus, aber ich möchte sagen mehr Motiverkennungen als bei der C50. Und das finde ich ziemlich cool, dass es da keine Einschränkung dann gab. Da frage ich mich eher, warum wird das nicht auf die C50 nachgepatcht? Man darf ja auch mal ein bisschen Druck an die Industrie machen. Würden wir uns natürlich gerne freuen, wenn das dann auch mit da reinwandert. Da. Ist die Kamera weiterhin mit adaptierten Sigma-Objektiven kompatibel? Ja. Ihr habt da keine Einschränkungen jetzt, weil es eine neue Kamera ist. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwo ein Firmware-Update irgendwo mal geben muss. Da spreche ich mir jetzt nicht von frei. Es gibt so viele Fremdsachen mittlerweile. Wir kennen ein bisschen weniger, um fair zu sein. Aber wenn man hier was adaptiert mit dem EFRF-Adapter, dann sollte es nahtlos weiter funktionieren, wie es jetzt gerade auch funktioniert. Vielleicht gibt es irgendwo eine wilde Linse, wo es nicht so ist. Dann sorry dafür, aber da wird es dann bestimmt ein Update für geben. Dann würde ich sagen, gehen wir, weil wir Autofokus, hast du ja gesagt, der ist super schnell, dann gehen wir mal dahin, gehen wir auf Geschwindigkeit allgemein. Die R6 II ist ja so ein bisschen, bei dir ja auch, die lebt so ein bisschen in High Bursts teilweise, ne? Wenn du mal Fashion fotografierst. Ist die Geschwindigkeit der R6 II für dich ausreichend oder hättest du gerne mehr? In manchen Situationen hätte ich gern mehr und auch die Möglichkeit, länger wirklich Serienbilder aufzunehmen tatsächlich. Gerade im Fashion-Bereich, wenn man wirklich ein Model ganz Körper in Bewegung drauf hat, das sind so die ganz klassischen Situationen, da kommt man dann doch manchmal an die Grenzen. Und man merkt auch, wenn man dann viel in Serie geschossen hat, das wird langsamer. Ja. Und irgendwann will die Kamera nicht mehr. Das heißt, da war auf jeden Fall auch noch ein bisschen Potenzial vorhanden.
Ja, und das haben wir halt durch die neuen Speichermedien wie halt CFXSB halt jetzt gelöst. Sie hat nicht mehr Bilder pro Sekunde bekommen, leider. Da ist sie gleich geblieben. Aber wir haben halt diese Bursts, können wir jetzt besser handeln. Ich lese euch mal kurz Zahlen vor. Wenn wir, perfekt, blendet die gerne einmal mit ein. Wenn wir jetzt mal hier auf die zweite Zeile gehen, der mechanische Shutter im RAW-Foto, das ist wahrscheinlich so das, was du auch meistens dann nutzt für die Shootings. Da waren wir bei R6 II auf 110 Bildern beschränkt und danach hat die Kamera eine Pause gebraucht. Bei der neuen R6 III sind wir hier bei über 1000. Da muss man schon erstmal drankommen. Wird bestimmt den einen oder anderen Sportfotografen geben, aber ich glaube im Porträtbereich wahrscheinlich eher weniger. Also ich bin mir sicher, das reicht für meine Anwendungsfälle auf jeden Fall aus. Sehr gut. Ja, ansonsten E-Shutter noch ein bisschen anders. Also es gibt ein paar Abgrenzungen. Allgemein gesagt, es ist halt schneller geworden. Ja. Ne? Und das trotz höherer Auflösung. Das muss Genau. man halt dazu sagen. Das ist halt also so die ein- Kombi das ist halt so sehr attraktiv. geil, ne? Das muss Ja. man halt echt sagen. So schneller, cool, aber dann auch noch bei mehr Daten ist halt wirklich so. Ja. Und da merkt man, wie langsam SD-Karten in dem Verhältnis eigentlich sind, so was möglich ist, wenn ich einfach mehr Möglichkeiten dahinter gebe, das dann auch abzugreifen. Und das haben sie hier gemacht. Deswegen, CFX-Presskarte wird in der Fotografie irgendwann einfach der Standard wahrscheinlich werden. Ja. Auch wenn SD-Karte nie wegfällt ganz, aber so auf Zukunft gesehen wird es einfach dahin gehen. Man kann einfach viel mehr Spielereien damit machen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal ans große Thema Video. Du bist ja hauptsächlich Fotografin. Wie wichtig ist aber jetzt heutzutage Video in deinem Workflow? Es wird immer häufiger nachgefragt tatsächlich. Und ich würde sagen, es ist unabdingbar, dass wenn man gerade Kunden hat, die viel mit Social Media arbeiten oder grundsätzlich digital unterwegs sind, dass beides abgedeckt ist. Gleiches gilt aber auch für Hochzeitsfotografen. Ne? Viele müssen mittlerweile beides abdecken. Ich würde sagen, das wird nur extremer werden in der Zukunft. Also ich glaube nicht, dass man das einzeln noch denken kann. Von daher es ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden, als es früher war. Okay. Ich werfe mal kurz noch, weil hier eine Frage war, die ich jetzt schon zweimal gelesen, ich habe sie noch vergessen bislang zu beantworten. Ist eine Frage wegen Tiefpassfilter mit der Verwendung von manuellen Objektiven, zum Beispiel Leica M, ob es da Nachteile gibt. Per se nein. Also es sind halt die normalen Nach- oder Vorteile eines Tiefpassfilters, aber jetzt nicht speziell auf manuelle Objektive bezogen. M-Objektive sind halt sehr fein justiert auf die Mikrolinsen, die Leica halt verbaut. Das heißt, adaptiert wird es nie so genau das Ergebnis erreichen, was es jetzt an einer M tun würde zum Beispiel. Aber ihr habt da jetzt keinen weiteren Nachteil dadurch, wenn ihr das jetzt an der Kamera mit einem Tiefpassfilter jetzt dran montiert. Ist halt allgemein gesagt, aber ansonsten wird es ein bisschen sehr technisch. Das brauchen wir nicht unbedingt. Nur schon mal so erwähnt. Ja. Aber Video. Wir haben ja schon gerade gesagt, so vor 2 Monaten kam die C50. Die hattest du noch nicht in der Hand wahrscheinlich? Nee, Okay. tatsächlich nicht. Es ist halt wirklich so der große, erwachsene Cine-Bruder für halt die R6 Mark III. Der Nerd-Bruder, den haben wir es genannt. Und das trifft halt vollkommen zu. Ich habe ein professionelles Videomenü, ich habe eine aktive Lüftung, ich habe ein XLR-Interface, alles das, was ich im Cine-Bereich halt brauche. Das hier ist eine Hybridkamera, die für Foto- und Videografen funktionieren soll. Und wenn man noch nie in diesem Cine-Menü war, das ist relativ kompliziert. Du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht täglich im Videomenü in dem Sinne, Ja. aber wie war so für dich dann der Workflow aus Fotografenperspektive, wenn du hier in ein Video reingehst? Ist es verständlich? Hat Ken das gut gelöst? Oder sagst du, um Gottes Willen, ich war aufgeschmissen? Nee, eigentlich relativ intuitiv bedienbar. Also ich muss sagen, gerade wenn man sich damit jetzt nicht so viel auseinandersetzt, wie wirklich wie ein Videograf das natürlich tut, würde ich sagen, ist die User Experience an der Stelle auf jeden Fall sehr gut. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ich tendiere halt sehr schnell dazu, hochkant zu filmen, weil ich es Okay. halt gewohnt bin. Ne? Ich brauche die meistens eher irgendwie hochkant in Videomaterial. Und da musste ich mich ein bisschen umgewöhnen, weil wir ja jetzt die Möglichkeit haben, durch die höhere Auflösung halt beides gleichzeitig quasi zu schneiden. Wenn man das dann 3-mal falsch gemacht hat, weil es einfach so drin ist, Ja. ja, das ist einfach im normalen Workflow halt so drin,
Dann hat man sich daran auch gewöhnt. Ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Und das ist halt auch an der Stelle natürlich extrem angenehm, dass man nicht mehr doppelt produzieren muss, damit die Auflösung quasi auch im Video möglich ist. Ja, genau. Die Rede ist hier von einem Open Gate Feature. Das heißt, wir können ja einfach den kompletten Sensor im 3:2 Seitenverhältnis nutzen und dann einfach im Nachgang das Ganze zuschneiden, wie wir es brauchen. Und weil wir so extrem viel Auflösung haben, halt 7K, wenn wir alles nutzen, kann man halt ganz easy ein hochauflösendes Hochformat einfach dann rausschneiden. Und wir haben halt viel mehr Flexibilität. Ganz kurz dazu eine Frage, die im Chat kam, ob 7K ohne Crop ist. 7K geht nur ohne Crop, weil 7K quasi nur in diesem Open-Gate-Format zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du die volle Auflösung willst, also diese 7K haben willst, dann musst du in Open-Gate filmen. Dementsprechend gibt es keinen Crop, also es ist quasi der geringste Crop, der irgendwie möglich ist, technisch. Ja. Genau, und auf der anderen Seite haben wir dann aber das Oversampled 4K, aber da erzählt Stefan bestimmt noch was zu. Genau. Wenn ihr in 4K reingeht, ich nehme das jetzt mal direkt als Brücke mit, dann habt ihr ein sehr hochauflösendes und sehr scharfes, also schärfer, fast besser als hochauflösend, sehr scharfes 4K-Bild, weil ich einfach so viel Informationen habe, die ich aber so ein bisschen da reingerechnet bekomme. Das heißt, ich kann auch da einfach von meinem 4K-Bild nochmal problemlos mal einen Crop nehmen, wenn ich dann doch mal bei einer Festbrennweite nicht ganz dran kam zum Beispiel. Das haben wir natürlich hier auch mal ein bisschen getestet und zeigen das mal nebenbei, was aber für eine Schärfe dann auch wirklich möglich ist bei 4K. Da gibt es andere Kameras, die können sich da echt eine Scheibe von abschneiden, weil einfach dort kein Crop-In möglich ist. Und hier habe ich einfach alles da. Ich kann es nutzen, wie ich möchte. Das ist herrlich. Wir machen ein Beispiel mit Crop-In. Ja. Hier croppen wir auf 150. Ja, ich habe halt trotzdem diese feinen Details und das ist halt sonst undenkbar. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber brauche ich das? So im Alltäglichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel so Content sehen wie jetzt unsere Videos, die ihr auf jeden Fall sehen sollte. Wir haben ganz oft das Ding, dass wir eine Moderation haben und einfach nochmal reinschneiden, um ein bisschen Varietät zu bekommen. Das ist bei ganz vielen Influencern so, die einfach ein bisschen im Cut aus einem Winkel macht 2 oder 3. Ne? Und da verlieren ganz viele Kameras ganz schnell die Auflösung und sind halt einfach nicht mehr scharf. Bei der R6 II war das auch schon super. Du wirst es wahrscheinlich auch gemerkt haben, wenn du dort Videos machst, das ist auch schon extrem, extrem scharf. Aber jetzt habe ich halt noch ein bisschen mehr Detailschärfe. Jetzt muss man auch sagen, das ist auch wirklich nur was, wenn ihr das wirklich aktiv viel braucht. Ansonsten ist so dieser Step-Up ein bisschen verschwendet, sage ich ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche OpenGate gar nicht, dann ist die R6 II ein viel besserer Deal, weil es trotzdem super, super in Video ist. Oder hastest du bei der R6 II irgendwelche Probleme, wenn du da noch mit Video gearbeitet hattest? Nee, eigentlich nicht. Das funktioniert auch schon sehr gut. Vor allen Dingen im Vergleich auch zur Canon 5D Mark IV, muss ich sagen. Das ist gar kein Vergleich. Also, damit habe ich auch schon gut gefilmt und auch schon sehr gutes Material rausgeholt. Aber wie du sagst, richtig reinschneiden kann man. Also, du kannst halt nicht croppen, geht halt nicht. Du musst halt gucken, dass du eigentlich alles schon, ich sag mal, im Finalen wirklich filmst, was es natürlich aufwendiger macht, wenn du unterschiedlich näher ran möchtest, dann musst du einfach zweimal filmen. Ja. Und das ist halt jetzt natürlich dann deutlich einfacher. Und das richtig Coole, da waren wir ein bisschen überrascht, als wir dann die technischen Daten doch gesehen haben. Wir können auch tatsächlich in RAW intern filmen. Das heißt, wir haben hier so das Maximum eigentlich, was wir rausholen können. Fotografen lieben es. Ne? Kein Fotograf, den ich kenne, sagt, nee, ich fotografiere nicht in RAW, ist ja doof, dass ich alles bearbeiten kann. Und bei Video ist es halt auch da, man muss sich ein bisschen an den Workflow natürlich gewöhnen, wie bei RAW-Fotos dann auch, aber ich habe halt so viel Spielraum, wenn dann doch mal der Weißabgleich nicht gestimmt hat. Ich kann halt ich habe so viel Dynamik, die ich einfach mal rausholen kann aus den Schatten und den Lichtern. Es ist halt wirklich ein Saver für die Momente, wo es halt dann schwierig war. Wie jetzt hier, das Licht war jetzt auch ein bisschen schwierig in der Location. Wir hatten Mischlicht von den Strahlen an der Decke, die echt nicht gut waren, versus das Fensterlicht, was wir dann dort hatten. Das hat es nicht ganz einfach gemacht. Aber es ist wunderbar rettbar gewesen, einfach weil wir diese Möglichkeit haben, da in die Nachbearbeitung reinzugehen. Ne, da holt man einfach alles raus. Das ist dann einfach egal. Ich würde nicht empfehlen, immer auf RAW zu filmen.
weil die Datenrate recht hoch ist, aber es ist möglich. Es gab auch die Frage, ob jetzt die R6 III wie die C50 auch Cineraw Lite HQ hat. Hat sie nicht. Die hat Standard und Lite. Wer wirklich das Maximum haben möchte, der braucht die C50 von Canon. Das liegt aber halt einfach daran, dass die wirklich auf Cine und Videoleistung gebaut ist. Das ist so eine Belastung an Datenraten für den Sensor ja auch. Da brauchen wir auch diese aktive Kühlung, um das Ganze dann auch mitzunehmen. Ne? Und die haben wir ja einfach nicht. Genau, also der Grund ist auch nicht unbedingt, dass sie es nicht könnte, sondern eher die, die Beschwerde wäre natürlich sofort groß, wenn die dann halt nicht lange durchhält, weil sie überhitzt, weil sie keinen aktiven Lüfter hat. Dementsprechend ist einfach die Erwartungshaltung, glaube ich, an den User, wer wirklich ein High-Quality-RAW braucht und also aus Erfahrung, das brauchen wenige Leute in wenigen Situationen. Also das RAW-Standard ist schon echt extrem gut. Aber wer wirklich das High-Quality-RAW braucht, der geht halt auch eher Richtung Cinema-Kamera. Der braucht diesen Lüfter auch. Der will auch, dass da garantiert ist, dass die nicht überhitzt. Und das wäre in dem Gehäuse einfach nicht möglich. Deswegen rausgelassen. Im Prinzip könnte sie es vielleicht, aber ob sie es sinnvoll könnte, ist halt dann die Frage. Absolut. Ich gucke einmal kurz was nach, weil es die Nachfrage gab wegen 7K mit dem alten Akku. Ich habe einen NH gerade hier gefunden. Ich würde mal kurz die Kamera an, damit wir da einmal kurz das Ganze dann auch sehen. Ich habe das ja selber im Detail auch noch nicht getestet, weil wir, um fair zu sein, wir hatten halt einen Tag die Kamera vorher gehabt. Und da hatten wir dann doch was anderes zu tun, als jetzt nur in dem Menü rumzuhängen. Da sollte nämlich Silke fotografieren. So, also ich habe jetzt einen NH-Akku drin. Warte kurz, dass die Videoverbindung aufbaut. Ist dein Empfänger an, Lennart? Ja, lass die kurz sich Einen kurzen Moment. Ich kann sonst mal schauen, aber es spiegelt wahrscheinlich etwas zu stark hier. sonst gibt den Input nochmal neu. Aber absolut. Verbunden ist sie, hat noch keinen Input. So? Ich glaube, ich wusste. Ja, my bad, Verzeihung. Ich habe ein 4K-Signal an eine Full-HD-Funke geschickt. Anfängerfehler. Da kann auch mal was schwierig werden. So, jetzt muss ich da drüben hingucken, denn ich sehe das hier bei mir nicht. Wenn ich jetzt hingehe, habe ich mit meinem NH-Akku, wenn ich hier mal durchgehe, 4K, Full HD und wenn wir in Aufnahmeformat reinschauen, ich habe hier kein RAW mehr angezeigt im Vergleich. Ich mache jetzt einmal kurz. Da geht übrigens die Kamera aus. Aber der Akku zieht. Ja, naja, wenn ich das Fach schon aufmache. Also mach das besser nicht. Also wenn du den Akku ziehst, geht die Kamera aus. Wenn ich den Akku ziehe, geht die Kamera aus. Das ist aber absolut tatsächlich wichtig. Das andere ist tatsächlich ein dicker Faktor. Also wenn du das Speicherkartenfach aufmachst, dann geht die Kamera in Standby. Das ist leider ein Schutzmechanismus, den die Canon-Hybrid-Kameras immer noch haben. Wünschten wir uns, dass es nicht so wäre. Also Canon, wenn ihr zuhört, bitte Firmware-Update. Wir wollen Karten hotswappen können. Beim Film, Karte ist voll, soll die Kamera auf die zweite Karte weiterspeichern und dann will ich die erste austauschen können, ohne dass die Kamera ausgeht. Ja. Das wäre gut. Und es ist auch einfach so eine Workflow-Sache. Jedes Mal, da muss man warten, bis die Kamera wieder bootet. Also es ist so ein bisschen nervig einfach. Ja. Ich musste kurz mal was umstellen. Ich musste tatsächlich einmal ins Videomenü dafür. Jetzt sehe ich nur leider auf meinem... kriegt er das Menü übertragen? Ja, wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt in 4K bist. Nee, ich habe meine HDMI-Auflösung auf Full HD gestellt im Videomodus, aber ich sehe gerade tatsächlich nichts. Ja, jetzt kommt was. Nee. Nope. Okay, ich schaue es eben kurz nach. Also wenn ich im Fotomodus noch war, habe ich es tatsächlich nicht angezeigt bekommen. Im Videomodus wird mir tatsächlich aber RAW angezeigt. Das heißt, ich kann hier auch 7K RAW, jetzt muss ich mal kurz, tata.
Ne? Das mit dem alten Akku kann ich weiterhin machen, aber es wird sehr wahrscheinlich irgendwann an seine Grenzen stoßen. Von daher, wir haben leider bei der nicht das Menü wie bei den Cines, wo ich jetzt sagen kann, welche Sachen kann ich nicht mit dem Akku machen. Hast du sonst weitere Infos, was da eingeschränkt ist, Lennart? Nee, wir haben keine genaue Liste, was die Einschränkungen genau sind. Wenn ihr plant, eure Kamera auszureizen, dann nehmt bitte auch den neuen Akku. Ihr könnt aber auch natürlich mit den alten Akkus in normaleren Szenarien weiterarbeiten. Also ich würde mir da jetzt nicht die Sorgen machen, dass da irgendwie gar nichts mehr geht mit dem alten Akku. Aber wenn ihr halt irgendwie sowieso schon wisst, ich will das irgendwie ausreizen, was diese Kamera kann, dann nehmt einfach den neuen Akku. Aber ja, es ist ja auch nicht eine Frage der Akkulaufzeit oder so, sondern es ist einfach eine Frage der Akku-Ausgangsleistung quasi. Wie viel Spannung gibt der Akku der Kamera? Und die neuen Kameras brauchen in maximaler Auslastung, sei es bei der R5 II eine Action Priority im Photo High Burst Modus in RAW plus JPEG, beides unkomprimiert, dann braucht die Kamera halt einfach deutlich mehr Leistung, als wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, auf einer Hochzeit ein paar Gruppenfotos macht. Dementsprechend, wenn ihr plant auszureizen, nehmt den neuen Akku. Ja. Easy. Das Wort zum Sonntag. Nee, aber ich weiß nicht, ob man es auch gerade lesen konnte in dem Menü. Wenn ich im RAW OpenGate war, 2600 Mbits. Ne, nur mal als Verhältnis, warum das nicht mehr auf eine SD-Karte drauf geht. Ne, also da sind dann irgendwann einfach die Grenzen erreicht. Ja. So, ich gucke noch einmal durch den Chat. Ich lese mal so ein bisschen, damit ich gleich Fragen reinwerfen kann. Erzähl am besten noch mal so ein bisschen über. Ich werfe es mal kurz auch in den Chat so ein bisschen dran. Ihr könnt auch gerne Fragen zu Silke natürlich stellen. Ne? Also wenn ihr Fragen zur Beauty-Fotografie habt, dann Immer her damit. immer her damit. Wir können das bestimmt beantworten. Ansonsten nochmal den Aufruf für übermorgen, Ja. wo du dann auch vor Ort bist. Und das Coole ist, du hast einen zweiten Slot, wo dann Leute auch selber fotografieren können in deinem Setup. Genau. Ja. Also ihr könnt auch selber testen. Kommt vorbei. Ansonsten, falls euch bis dahin auf jeden Fall noch irgendwie Fragen zu Beauty einfallen, auch gerne damit immer zu uns kommen. Auf jeden Fall. Ja. Können wir aber in der Zeit ein paar Bilder zeigen? Dann kannst du so ein bisschen gehen wir mal den Weg, wie du jetzt zum Beispiel an sowas auch herangehen würdest in der Praxis mit so einer Kamera. Ne, wenn wir jetzt in diesem Studio waren, wie bist du da auch so ein bisschen vorgegangen oder allgemein so ein Shooting? Was kommt da so in Planung rein? Ne? Dann gebe ich dir mal so ein bisschen den Ball, dann kann ich das halt ein bisschen lesen. Genau. Ja, Planung ist erstmal schon mal natürlich ein gutes Stichwort. Grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben geschaut, okay, was wollen wir unbedingt auch testen bei der Kamera, ne? Welche Grenzen wollen wir mal ausreizen. Entsprechend haben wir auch tatsächlich Outfits geplant, geschaut, wie sieht es mit der Location aus, was passt dazu. Wir hatten ja Glück oder Pech, wie man es auch mal nennen mag, relativ schlechtes Licht an dem Tag. Das heißt, da hatten wir schon mal öfters mal die Blende ein bisschen offener gehabt, damit wir einfach grundsätzlich schauen können, okay, wie gehen wir mit den dunkleren Lichtsituationen einfach um. Das, finde ich, sieht man auch schon bei den Bildern ganz gut. Man kann da echt unfassbar viel rausholen, obwohl es wirklich sehr dunkel war. Und wir haben hier, ich meine, hier zum Beispiel, das müsste das neue Objektiv gewesen sein, richtig? Auf 1.2 mit 100er ISO. Das heißt, hier sieht man auch ganz schön, dass die Hautfarben noch unfassbar gut rüberkommen. Wir haben ein dunkles Licht. Wir können ganz easy auf die Augen scharf stellen. Das ist gar kein Problem hier an der Stelle. Und trotz den dunklen Lichtverhältnissen mit der 1.2 kriegen wir alles raus. Wir können den Schatten auch ein bisschen heller ziehen in der Post. Das ist gar kein Problem. Hier war es tatsächlich sehr dunkel. Du hattest eben schon gesagt, der Raum war sehr klein. Auch Gegenlicht fotografiert, in Anführungszeichen, weil draußen es halt, wie gesagt, dunkel war und man kriegt trotzdem sehr knackig scharfe Bilder hin. Das sind schon sehr gute Ergebnisse an der Stelle, da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Dann haben wir auch einmal den Unterschied, genau, perfekt, das Bild passt jetzt ganz gut, den Unterschied zu 85 mm
wollte ich einmal testen, die ich sonst sehr gerne nutze. In dem Fall ist es eine Blende von 1,8 gewesen. Und man sieht hier mit der neuen Kamera auch echt extrem viele Details. Die Auflösung war super, super knackescharf. Wir haben in Bewegung fotografiert, das sieht man hier, weil die Fransen so ein bisschen fliegen. Und der Fokus war trotzdem sehr, sehr gut. Die Farben sind unfassbar schön. Ich finde, das kann Canon recht gut. Die Hautfarben haben halt einen sehr natürlichen Ton, sind nicht zu orange an der Stelle. Und ja, das sieht schon echt sehr schön aus. Also auch mit 85 mm sehr zu empfehlen tatsächlich. Ich kann mit meinem Lieblingsobjektiv weiterarbeiten. Muss zwar ein bisschen trainieren dafür, dass du das lange trägst, aber... Kann man nicht den ganzen Tag machen, nur zwischendurch. Genau, das wiegt natürlich einiges. Ja. Es gibt noch eine Frage an dich, wie du das 45er 1.2 jetzt im professionellen Kontext einschätzen würdest. Ja, nein, planst du die Anschaffung? Also die 45 mm mit 1,2 würde ich persönlich als Profifotografin in Anführungszeichen, was auch immer Profi heißt, ne, wenn du einen Kunden hast, würde ich tatsächlich an der Stelle nicht als ausreichend empfinden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dadurch, dass da kein Stabi drin ist, man das doch hinter den Bildergebnissen natürlich sieht, wenn man ganz nah ranzoomt. So. Ja. Der Preis ist aber natürlich auch wirklich unschlagbar. Das heißt, für alle, die irgendwie in den Anfängen stehen, die testen wollen, ist das definitiv sehr attraktiv, weil natürlich, sag mal, die 85 mm kosten auch ein bisschen was im Vergleich. Das ist halt kein fairer Vergleich, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, ehrlicherweise, an der Stelle. Das heißt, ja, gerade, ich würde sagen, für Hobbyfotografen ist das auf jeden Fall eine gute Investition, weil Preis-Leistung natürlich sehr gut ist. Auf jeden Fall. Also ich habe ja früher Hochzeiten fotografiert und gefilmt. So ein Objektiv damals einfach noch mit dabei zu haben im Koffer wäre halt geil gewesen. Ne? Ich hätte das einfach dann rausnehmen können, abends auf dem zweiten Body. So da irgendwo vielleicht 70-200er, wenn ich das nochmal brauche. Und dann einfach für die Reportage. Das müssen ja nicht so die klinisch perfekten Fotos sein. Ja. Ne? Die dürfen auch einen Look haben. Und ganz ehrlich, wenn es zu viel Chroma ist, schwarz-weiß rettet alles. Das ist nie ein Problem. Kurzzeit klappt super. Und ihr sagt einfach später, ich habe mich entschieden, die Stimmung ist einfach in Schwarz-Weiß viel besser als in Farbe. Bleiben wir dabei. Ja, man darf halt einfach nicht vergessen, 1,2 ist unfassbar stark, können die wenigsten Objektive. Und das ist natürlich gerade für Hochzeitsfotografie, wo es auch dann mal ein bisschen dunkler werden kann im Laufe des Abends, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition. Vor allem halt mit Autofokus. Ne? Es gibt so ein paar Hersteller, die haben sowas noch so offenblendig. Dann manuell, geht, aber ist dann nicht ganz so entspannt, sag ich mal so. Da musst du fix sein, auf jeden Fall. Da musst du fix sein, wer auf 1,2 den Fokus nailen möchte, wenn sich ein Brautpaar irgendwie noch bewegt auf der Tanzfläche und man selber noch so ein bisschen schwankt. Uff. Ja. Braucht viel Übung. Ist im Zweifel sonst auch ein Look irgendwie, ne? Alles ist ein Look. Schwarz-Weiß drüber, ein bisschen blurry. Heutzutage ist das doch modern. Geht da natürlich dann auch. Ich gehe mal noch so ein paar Fräkchen durch, die da mal dabei waren. Also, es gab noch eine Frage mit manuellen M-Objektiven, ob das jetzt an einer R6 III versus an einer SL3 von Leica selber, ob das einen gravierenden Unterschied macht. Ich habe es nicht getestet, um es jetzt ganz ehrlich zu sagen. Aber ich sage es mal so, die SL3 hat natürlich noch ein bisschen mehr Auflösung als jetzt die R6 III in dem Segment. Das heißt, ich werde auf jeden Fall dort mehr Details rausholen können. Wenn ich jetzt die Auflösung identisch hätte, glaube ich nicht, dass man da einen gravierenden Unterschied sehen würde, weil auch eine SL3 eben auf SL-Linsen optimiert ist und nicht auf M-Objektive selber, auch wenn man die natürlich dran adaptieren kann. Nur so als Hinweis. Und dann ist noch die Frage, braucht man jetzt, weil ich aber so viel Auflösung habe, überhaupt noch eine APS-C-Kamera? Was vielleicht irgendwann in Zukunft kommt oder haben die jetzt noch Sinn, weil ich kann ja so viel reinkroppen. Und da muss man einfach sagen, APS-C hat trotzdem seine Daseinsberechtigung, vor allem im Wildlife- und Sportbereich. Ich habe zwar mehr Auflösung bei der neuen Kamera, aber wenn ich halt eine ähnliche Auflösung vollflächig bei einem kleineren Sensor habe und dort halt den Crop vom Objektiv nutzen kann, kann ich auch da immer noch in der Auflösung reinkroppen, um noch näher ranzukommen. Deswegen
macht es da immer noch Sinn zu haben. APS-C hat seine Daseinsberechtigung. Es war eine ganz, ganz große tatsächlich. Und wann, ob eine R7 Mark II kommt, keine Ahnung. Und was die kann, keine Ahnung. Irgendwann kommt bestimmt mal was und die wird ganz toll. Bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Irgendwas hatte ich noch, was ich zu einem Objektiv sagen wollte, aber ich habe es vergessen. Ihr könnt es auch testen, wenn ihr die nächsten Tage da seid. Nee, aber genau, es gab noch Fragen wegen Überhitzungsgefahr bei der Kamera, ob es Einschränkungen gibt. Ganz ehrlich, ich wette darauf, man kriegt sie überhitzt. Punkt. Das ist einfach so, weil ich keinen aktiven Lüfter habe. Wann die überhitzt, keine Ahnung. Aber da ich keinen aktiven Kühler habe, es ist halt keine professionelle Videokamera in dem Sinne. Das hängt auch von viel zu vielen Faktoren ab, um das pauschal irgendwie zu sagen, ab 29 Minuten überhitzt die. Das kann man so absolut nicht sagen. Das hängt natürlich von der Umgebungstemperatur ab. Das hängt aber genauso davon ab, wie lange war die vorher schon an, wie vorgewärmt ist der Akku zum Beispiel, weil ein Akku natürlich einen großen Teil dazu beiträgt, dass es im Inneren der Kamera eine Hitzeentwicklung gibt. Ja. Weiß ich nicht, steht die hinter irgendwelchen dicken Molton-Vorhängen für Soundproofing und dementsprechend kommt da irgendwie gar kein Luftzug ran. Also es hängt einfach von so unfassbar vielen Faktoren ab, dass es super schwierig ist, da einfach so eine pauschale Antwort zu geben. Und wenn ihr euch Reviews online anguckt und die sagen, hey, hier, dann und dann ist es überhitzt, ja, natürlich kann es sein und man kriegt diese Kamera überhitzt definitiv, so wie man alle Kameras überhitzt kriegt. Selbst welche, die einen aktiven Lüfter haben. Im Vulkan wird es immer noch schwierig werden. Genau, oder da hat derjenige, der den Test durchführt, halt den Lüfter auf ganz leise gestellt, dementsprechend läuft er nicht so schnell. Also es gibt halt zu viele Faktoren, um das einfach so zu beantworten. Also weiß ich nicht. Wir haben damit halt 8 Stunden die ganze Zeit durchgearbeitet, oder eigentlich länger, die ganze Zeit damit durchgearbeitet. Und ich habe nie ein Hitzesymbol gesehen, die hat sich nicht warm angefühlt. Auch da ist die Speicherkarte in Frage. Ne? Wenn ihr jetzt eine schlechte SD-Karte zum Beispiel habt, eine günstige SD-Karte, die überhitzt schneller als eine normale oder als eine teurere SD-Karte, als eine CF-Express-Karte. Auch da trägt wieder das Drumherum zur Hitzeentwicklung bei. Also nehmt das nicht immer zu ernst, diese Tests. Ja, es ist schon Wahnsinn, dass man sich Gedanken machen muss, ob sein Speichermedium heutzutage überhitzt. Das ist einfach so crazy geworden, weil diese Datenrate einfach so hoch ist. Aber es ist ein legitimer Faktor. Augen auf bei der Speicherkartenwahl, das ist immer wieder ein Thema. Wir haben nicht ohne Grund die R6 Mark III jetzt aber mit 2 oder 3 verschiedenen Sets sogar mit CF-Express-Karten. Da ist eine teurere Variante von Angelbird dabei, die wirklich in Geschwindigkeit nicht übertreffbar ist oder kaum übertreffbar ist. Das ist das Profi-Set, quasi das Profi-Kit. Wir haben auch eine günstigere Delkin-Karte für jemanden, der einfach das erste Mal eine CF-Express-Karte benutzt, da jetzt nicht unfassbar viel Geld reinwerfen will. Das kann ich auch voll verstehen. Die wird auch voll fein funktionieren. Wir hatten bei dem Drehtag eine Lexa, eine Delkin und was war die dritte? SanDisk. Eine SanDisk. Also auch da, wir hatten mehrere Karten. Keine von denen hat ein Problem gemacht. Ja. Kannst du mir noch mal das Datenblatt zum Puffer noch einmal geben? Aber sicher. Vielen Dank. Und dann nebenbei, es gab noch eine Frage, welches professionelle 50 mm von Canon ein Bildstabi bietet. Keins direkt, aber ich schätze, du redest da auch viel noch von deinem 2470 einfach, was du dann viel nutzt. Ne? Das ist dann einfach der Fall. Ansonsten Sensor stabilisiert, also zur Not geht's. Ich habe auch tatsächlich damals mit dem, ich glaube, es ist noch ein EF 50 mm, auch so eine, ich sag mal, Einsteigerdroge. Ja. War auch schon sehr gut. Kann man im Zweifel auch mit Adapter nochmal nutzen. Geht auch. Ja. Genau, habe ich auch noch zu Hause. Also. Aber 2470 ist halt da. Kann ich nicht absprechen, dass ich das sehr oft auf der Kamera drauf habe. Genau. Und dann einmal der Buffer. Da gab es noch eine kurze Frage zu. Ich nehme das nochmal mit auf. Sag mal. Okay. Entspann dich. So. Ne, da sieht man einfach, es ist halt deutlich, deutlich größer geworden. Bis zu 10-mal mehr an Bildern kann ich halt in eine Reihe schießen, bis ich es dann abspeichern muss für halt Wildlife-Fotografen. Absolut großes Thema. Und da war jetzt die Frage im Vergleich zu einer alten R6. Ich habe die Tabelle jetzt nicht mit einer normalen R6. Sagen wir es mal so, wenn hier der Unterschied schon so gravierend war, ne?
wird sich nach oben übertragen. Das ist jetzt kein Ding. Dann gab es noch ein bisschen eine Frage wegen dem Sensor, ob ich jetzt besser zuschneiden kann. Definitiv. Ja, also du hast es ja auch dann direkt gesehen. Es reicht, es wird jetzt wahrscheinlich für den meisten Fall reichen, wenn ich so ein bisschen korrigieren muss. Ja, also klar, ne, es ist immer abhängig vom Fall. Wenn du jetzt ein Ganzkörperbild machst und hinterher ein Close-up vom Auge zuschneiden willst, wird es vielleicht ein bisschen eng werden. Man kann das natürlich auch ausreizen. Aber in der Regel, wenn man croppt, ist es ja so, dass man schon grob den Ausschnitt hat und dann halt nochmal fein justiert. Und darum geht es ja vor allen Dingen primär. Und das ist halt gar kein Problem mehr. Ja, das ist halt auch so für Leute wie mich gut. Ich kann nie gerade fotografieren. Ne? Ich kann auch nie gerade filmen. Jedes Mal, wenn die Regie irgendeinen Clip von mir bekommt, das Erste, was ich sehe, ist, dass er dann die Achse danach korrigiert. Und das ist halt, wenn ich schon sehe, dass er ans Mikrofon greift. Mega hilfreich übrigens da, eine Kamera zu haben, die oversampled recordet, wenn dein Kameramann leider nicht gerade seine Kamera halten kann, die dann nochmal auszugleichen. Da hilft es, wenn man ein bisschen mehr Detailschärfe hat. Ja. Also da, wünscht man sich doch ein Oversampled. Ne, also da hört es mal aus der Praxis. Es ist auf jeden Fall gut für halt ein bisschen Nacharbeitung, sage ich jetzt mal. Ne? So, ich sehe, wir haben zwischendurch so eine Umfrage gemacht gehabt, wie es aussieht, ob schon die R6 III vorbestellt wurde. Ich plädiere nochmal darauf, wenn ihr Interesse an dieser Kamera habt, macht eine Vorbestellung unverbindlich. Guckt euch nochmal die Sachen an, kommt bei den Fototagen vorbei, testet sie selber. Einfach, um auf der Warteliste halt auch zu stehen. Ansonsten kann es immer mal sein, dass es einen Engpass gibt. Ich spreche aus Erfahrung bei ganz vielen Kameras. Wüsste ich jetzt nicht, was du meinst. Wüsste ich auch nicht, was ich meine. Von daher, es liegt nicht an uns. Lohnt sich übrigens auch wegen Erstauslieferung. Ne? Also Ende November, das ist sehr bald. Also wenn man könnte diese Kamera sehr bald in der Hand haben. Ja. Wenn man denn sich beeilt. Weißt du, wie ich meine? Dafür entscheidet, absolut. Und ja, ich weiß, dass es eine elektronische Wasserwaage gibt, aber selbst mit der kriege ich das nicht hin. Aber die hilft tatsächlich, muss ich gestehen. Ich nutze die schon ab und zu. Martin, wenn es denn so einfach wäre. Ne? Ja, wenn es so einfach wäre. Ich sage immer so, ich richte mich perfekt an die Libellen von den Kugelköpfen und dann kommt er dahin, das ist schief. Ich halte es aus der Hand, sagt, es ist schief. Und ich gucke da drauf und immer so, ist nicht schief. Und dann meistens ist mein Kopf aber auch so. Ja, ich wollte gerade sagen, dein Kopf scheint schief zu sein manchmal. Ja, das ist dann das Problem. Viele Leute haben uns auch gefragt, wo die Stimme aus dem Off herkommt. Er hat keine Kamera. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Wir haben nicht so viele Kameras. Leute, in diesem Raum sind schon zu viele Kameras. Ja, gut, 4 Stück, ne? Also Nee, zähl mal auf deinem Tisch. 4, die aktiv hier sind. Also, Ja, nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal vielleicht. Wenn ihr die Regie sehen möchtet, bei den Fototagen. Kommt vorbei. Da bin ich krank. Ja, kommt gerne vorbei, auch wenn ihr einfach mal schnacken möchtet. Das ist absolut kein Ding. Wir sind vor Ort in dem Zelt und begleiten das Ganze. Sehr, sehr, sehr gerne. Gibt es noch Punkte, Silke, die du gerne ansprechen möchtest? Ich rufe nochmal in den Chat auf, wenn ihr jetzt noch Fragen habt. Egal ob jetzt zu der Technik, zu den Fototagen oder zu Silke, stellt sie gerne. Wir sind hier, wir beantworten das. Ich mache erst Feierabend, wenn hier die Lichter ausgehen, so ungefähr. Tag ist vorbei, ich habe nichts mehr vor. Ja, ihre Frau wartet zu Hause, aber die kennt das Ganze schon. Wenn wir live sind, kann es manchmal länger dauern. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassen, für wen jetzt die Kamera wirklich attraktiv und passend ist. Sehr Weil wir gerne. haben jetzt sehr viel über den Vorgänger gesprochen, die R6 II im Vergleich zur 3 und auch zur C50. Ja. Ich glaube, was wir schon sehr stark herauskristallisiert haben, ist, die C50 ist definitiv für den Videografen wirklich geeignet. Absolut. Das heißt, wenn du den Fokus auf Videografie hast, könnte es sein, dass das nicht ausreicht. Aber vielleicht der Unterschied nochmal zum Vorgänger. Wann lohnt es sich wirklich jetzt, wenn man, wie ich, die R6 II hat, nochmal Geld in die Hand zu nehmen? Und ich würde sagen, das ist auch wieder vom Anwendungsfall sehr abhängig. Gerade im Videobereich natürlich deutlich besser mittlerweile. Das heißt, wenn ich mehr Videos drehen möchte und einen Fokus auf Foto und Video habe, würde ich sagen, lohnt es sich. Wenn ich ein bisschen mehr Auflösung brauche, also diese 25% mehr Auflösung, Ist schon merklich, ja.
Also gerade viel croppe, viel schief fotografiere vielleicht. Ja, dann wäre meine Kamera, genau. Wenn man immer gerne schief fotografiert, könnte das hilfreich sein. Vielleicht auch, wenn man mit Serienbildern halt natürlich viel arbeitet. Da war ja schon ein wirklich extremer Uplift zu sehen. Das heißt, viel mit Bewegung, ob das jetzt Hochzeit ist oder doch die Modelfotografie, da macht man einfach viel in Bewegung. Dynamische Bilder sind einfach oft schöner als ganz statische. Ich finde, da ist das auf jeden Fall dann doch eine Überlegung wert, definitiv. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, wenn ich ja wirklich dieses professionelle Level nicht habe oder nicht brauche, ist die R6 II so ein guter Deal, preis-leistungsmäßig. Damit kann ich ja auch schon gut filmen. Ich kann halt nicht in RAW filmen. Ich muss halt vorher ein bisschen nachdenken, so stimmt meine Belichtung, mein Weißabgleich, mein Ausschnitt. Ne? Ich muss dann vielleicht zweimal filmen, wenn ich es wirklich brauche. Wenn das nicht mein Hauptkern ist und hauptsächlich Fotografie, du nutzt sie ja auch für deine professionelle Arbeit. Die R6 II ist einfach Bombe. Das muss ich dann einfach auch mal so sagen. Lennart, eine kurze, blöde Frage. Kennst ja, meine Fragen sind immer so. Haben wir jetzt schon das Prospekt für die Fototage verschickt? Ich habe gerade geguckt, also eigentlich ja. Eigentlich ja. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja. Also in der Theorie müsstet ihr heute Abend die Fototage-Deals oder das Prospekt zumindest schon mal previewen können. Es gibt natürlich viele Deals, die nur vor Ort gelten. Das heißt, könnte sein, dass die online so ein bisschen versteckter sind. Wenn ihr da irgendwie es einfach wirklich nicht schafft, irgendwie zu uns nach Düsseldorf zu kommen, dann schreibt uns mal eine schnelle Mail. Aber in der Theorie sollte das Prospekt langsam online kommen. Aber also heute Abend sollte man das auf jeden Fall noch mal im Auge behalten. Ja. In der Theorie ja. Und das Thema R6 II ist ein guter Deal. Also ich sag mal so viel. Vielleicht ist das Ding morgen noch ein besserer Deal. Also Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Und das ist halt wirklich eine extrem gute Kamera. Und immer wenn ein Nachfolger kommt, dann tun alle so, als wäre der Vorgänger nicht mehr gut. Also stellt euch vor, es gäbe keine Rumors und ihr hättet irgendwie vor heute nichts von einer R6 III gehört. Dann wäre die R6 II Stand quasi gestern Abend die beste Hybridkamera gewesen, die du gerade irgendwie für den Preis kaufen kannst. Und das ist sie halt tendenziell immer noch, nur dass sie halt jetzt im Zweifel ein bisschen günstiger wird und es für die Leute, die die Verbesserung brauchen, halt die Verbesserung auch optional gibt. Und die C50 da zur Abgrenzung, die heißt halt nicht umsonst C50, die heißt nicht R6 3C oder so. Also es ist nicht eine Cine-Variante davon, sondern es ist, also das C steht ganz vorne und das halt eben nicht ohne Grund. Dementsprechend auch da. Vielleicht auch an Silke, ne, dieses Video haben, aber nicht zu überladen werden im Menü. Das muss ja irgendwie jeder bedienen können. Das ist das Ziel der R6 und bei der C50 haben wir halt einfach Profi-Features, die der Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt braucht. Ja, und vor allen Dingen ist man dann, wenn man jetzt nicht Videograf ist, nicht maßlos überfordert am Anfang und muss erstmal sich stundenlang damit beschäftigen, um loslegen zu können. Und das ist halt dann doch auch, gerade als Fotograf, ganz nett. Ja. Ich gehe mal die Fragen durch, die ich noch hier sehe. Ich habe super Antworten für euch. Passt auf. Also, als erstes. Lohnt sich der Sprung von einer R6 auf eine R6 Mark III? Also, wenn wir von der Base R6 ausgehen, also für Street- und Hochzeitsfotografie, für Hochzeit zu 1000% lohnt sich das. Alleine, dass ich mein Brautpaar einspeichern kann, dass der Fokus primär auf denen liegt und nicht auf Tante Gertrud im Hintergrund, ist super toll. Allgemein halt bei Lowlight hast du immer noch richtig gute Details da drin und der Fokus funktioniert. Und du kannst mehr Fotos machen durch den besseren Puffer. Autofokus allgemein ist besser geworden. Also von R6 auf R6 III merkt man auf jeden Fall. Von daher, da auf jeden Fall für Street würde ich jetzt mal sagen, da wird wahrscheinlich eine R6 ausreichen. Ne, also, ich mache es nicht aktiv, aber von dem, was ich so von dem Bereich kenne, da wird eine R6, glaube ich, reichen. Ja, oder der Sprung zur R6 II ist dann halt vielleicht der sinnvolle, oder der weil Mittelweg, das halt deutlich angenehmer preislich ist. Aber
wenn man sich anguckt, von der R6.1 zur 2 ist schon so viel passiert, gerade in Sachen Autofokus und Geschwindigkeit und Overall Video Performance ist das so viel passiert, Ja. dass wenn man jetzt von einem Sprung von R6.1 auf R6.3 denkt, ja, das ist natürlich ein dicker Sprung. Ja. Braucht man den, muss man halt selber wissen. Aber wenn man bisher nicht auf eine R6.2 gegangen ist von der R6.1, weiß ich nicht. Braucht man dann, also würde man dann jetzt den Sprung auf eine R6.2 machen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, es gibt einfach viele R6.1-User, die da jetzt lange drauf gewartet haben, weil vielleicht der erste Generationssprung quasi nicht ausreichend genug oder nicht, ne? Hat sich vielleicht noch nicht so gelohnt. Ja. Und jetzt ist halt dann eben richtig, richtig viel passiert dann im kompletten Vergleich zur R6 Mark I. Also ich glaube schon, dass das eine sehr gute Option ist. Ja. Vor allem, wenn man dann doch später sagt, hey, ich nehme auch Video mehr für einen selber rein, da habe ich halt dann wirklich extremes Potenzial. Rolling Shutter wird einmal nochmal gefragt, kann ich dann nochmal das Sample haben? Haben wir natürlich getestet. Rolling Shutter ist, um es einfach zu sagen, immer ein Thema, aber wir haben es natürlich auch mal getestet mit dem Vergleich zur R6 II, zur R6 III bei 4K 30p. Rolling Shutter, natürlich hat man da ein bisschen Wobble mit dabei, aber es ist definitiv nicht schlechter, sondern eher gleich gut bis Ticken vielleicht sogar besser. In OpenGate natürlich merkt man es, da muss aber so viel ausgelesen werden, da bitte Rücksicht. Ja, und wir sind jetzt auch nicht die das, also Wir haben es nicht ausgelesen. nein. Canon verrät uns so eine Zahl immer leider nicht Nee. vorher. Würde ich aber an Canons Stelle wahrscheinlich auch nicht machen, weil solche Zahlen natürlich immer schnell missinterpretiert werden und Ja. irgendwie dann rumkursieren ohne Kontext. Es wird mit Sicherheit auf YouTube den einen oder anderen geben, der das, ne, nehmen wir einen Gerald Undone, der das halt wirklich auch wissenschaftlicher testen kann. Wir schwenken die Kamera gegen ein gerades Objekt. Wir bauen die Kameras aufeinander, also die Ja, das sollte man keinem zeigen, wie wir das Nee, machen. lieber nicht. Also, das ist, aber wir bauen die aufeinander, machen einen Schwenk und haben dann quasi von beiden Kameras dieselbe Perspektive und dieselbe Videodatei sozusagen. Und dann kann man schon mal, hat man so einen Eindruck. Also das ist ein Eindruck, das ist kein wissenschaftliches Ergebnis. Wir wollen Ja. da jetzt nicht Pixel zählen und sagen, das sind, weiß ich nicht, 13 Millisekunden. Wahrscheinlich Ja. sind es eher so Richtung 14, 14, 15, je nachdem in ja. welchem Format, keine Ahnung. Aber das muss jemand testen, der das wirklich wissenschaftlicher testen kann. Ja. Dann finde ich ein Hot Take, die Aussage R5 auf R6 III lohnt sich 0. Wenn man den Autofokus einer R5 nicht an seine Grenzen bringt, ist das auch auf jeden Fall eine Top-Kamera für Foto und Video. Aber allein der Autofokus von einer R5 auf eine R6 III ist nochmal ein grandioser Sprung. Natürlich, ich habe weniger Auflösung als eine R5 in Foto und Video. Dafür habe ich bei Video jetzt das OpenGate. Das heißt, ich kann viel flexibler arbeiten. Ich habe das auch in RAW und kann das auch nutzen. 7K versus 8K ist jetzt nicht mehr so dieser riesen Unterschied, wenn ich jetzt da wirklich mal Pixel piepen möchte. Dafür habe ich halt und die Wärmeabfuhr safe ist mittlerweile bei der R6 III etwas besser als bei einer R5, falls wir uns an die Sachen noch mit zurückerinnern. Also das auf jeden Fall, wenn du jetzt auch sagst, es geht nur um Auflösung, klar, dann verliert eine R6 III, die hat aber weniger. Aber alles andere, finde ich persönlich, ist jetzt da besser geworden. Wenn man von der R5.1 R5.1, also wir reden richtig. von der R5.1, nicht R5.2. Ja. Die R6 III ist jetzt wahrscheinlich einfach die günstigere Alternative zu einer R5-Generation oder ne, zu einer R5-Reihe. Nicht R5.1 unbedingt, aber zu einer R5.2 zum Beispiel. Wer überlegt, eine R5.2 zu kaufen, beispielsweise wegen der Auflösung, hat halt jetzt, muss vielleicht ein bisschen Abstriche machen, aber auch nicht zu viel. Ja. Dafür aber preislich halt eben deutlich attraktiver. Also auch da, es ist irgendwie so, die Lücken sind einfach, die Grenzen verschwimmen ein bisschen mehr, die Lücken schließen sich ein bisschen. Genau. Und das ist eigentlich für den Konsumenten natürlich vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer, dann die Entscheidung zu treffen, aber letztendlich in der Regel besser. Definitiv. Ja, von daher alles nochmal irgendwie anschauen, was man auch wirklich jetzt braucht. Ne? Reicht halt, wie gerade gesagt, reicht nicht doch eine R6 II. Muss es eine R5, R5 II sein, R6 III. Es ist immer ein bisschen schwierig, deswegen ich rufe nochmal auf, wenn ihr in der Gegend von Düsseldorf seid, kommt vorbei und testet es einfach vor Ort, nochmal die Kamera da zu haben. Oder allgemein im Store, wenn es nicht zur Messe, sondern kommt mal rein.
Wir haben das in der Regel halt da. Die R6 III nicht, die ist jetzt nach der Messe erstmal weg. Das dauert, bis wir die wieder da haben. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles da rumstehen und können das testen. Und eine meiner Lieblingsfragen ist immer noch so sollte man jetzt zur Messe kaufen oder auf Black Friday warten? Es ist immer schwer, das pauschal zu sagen. Wir kennen selber die Angebote nicht, die Black Friday kommen werden. Ich sage in der Regel so, ich bevorzuge eine Hausmesse, weil das exklusiver für dieses Geschäft ist, als Black Friday zu nehmen, wo eventuell Aktionen globaler gestreut werden. Aus dem kann man jetzt das nehmen, was man möchte. Ich persönlich würde halt eher jetzt sagen, ich unterstütze eine Hausmesse, vor allem vor Ort einfach mal hingehen. Wenn ich nichts kaufe, sondern einfach nur Inspiration sammle. Wir haben ganz viele Talks. Wir haben das Shooting von Silke. Ihr könnt selber auch das Shooting nutzen und dann am Ende mitmachen. Fotowalks, kostenlose Sensorreinigungen. Die brauchst du immer, weil du immer die Deckel offen lässt. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe eine Kompaktkamera. Mutiges Wort für eine GFX. Ja, ne, aber ich kann mein Objektiv nicht wechseln. Die bleibt jetzt immer sauber. Von daher, nehmt das gerne mal mit und schaut dann einfach mal in den Prospekt. Also gerade wenn wir jetzt von so High-Class-Produkten reden, wie jetzt hier, dann die Angebote, wenn ihr jetzt in die Vergangenheit schaut, unsere Angebote zu den Fototagen, wir sind ja sehr früh, also sehr kurz vor Black Friday auch. Unsere Angebote zu den Fototagen ähneln natürlich denen zum Black Friday, vielleicht in der Höhe auf jeden Fall der Deals. Die Auswahl ist dann vielleicht eine andere. Also wenn ihr jetzt ein Produkt habt, für das ihr euch interessiert und ihr habt jetzt die Möglichkeit, morgen da per Deal bei der Hausmesse zuzuschlagen, macht das. Ich bezweifle, dass das deutlich besser wird zu Black Friday. Vielleicht ist das Produkt dann halt aber bei Black Friday nicht mehr dabei und dafür ein anderes. Also es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Es gibt aber halt auch viele Produkte, und das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, die könnt ihr nur bei uns Fachhändlern kaufen, die könnt ihr nicht bei Mediamarkt kaufen. Da lohnt es sich nicht, auf eine Mediamarkt Black Friday Aktion zu warten, nur weil ihr irgendwie hofft, dass das da besser ist, minimal. Es gibt Produkte, die sind fachhandelsexklusiv und das nicht ohne Grund, und dementsprechend lohnt sich das da vorbeizuschauen. Stefan, wir haben ein ultra wichtiges Feature vergessen. Erzähl. Und zwar hat der Björn das gerade geschrieben. Deutliche Verbesserung ist, dass der Pre-Burst nicht mehr im Container gespeichert wird. Das ist so gut. Erklär das mal bitte. Da war gerade am Mikrofon dran. Wir hatten vorher auch schon die Möglichkeit, einen Pre-Burst zu machen. Das heißt, die Kamera nimmt vor dem Auslösen halt wirklich auf. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Wenn ich jetzt diese Funktion genutzt habe, musste ich danach mir aber dann auch mein Bild raussuchen, was ich haben wollte. In der Kamera raussuchen. In der Kamera. Und jetzt habe ich es ganz normal einfach auf der Karte drauf gespeichert und kann halt dort dann im Nachgang auswählen, was ich dann auch wirklich nutzen möchte. Genau, also bisher war es quasi wie beim iPhone. Ich habe ein Foto gemacht. Das iPhone hat halt vorher schon mal und im Fall des iPhones auch nachher noch ein bisschen schon Fotos aufgenommen, beziehungsweise einen Videoclip. Und dann kann ich in der Galerie auf meinem iPhone mir ein anderes Bild raussuchen, quasi, was ich als Hauptmotiv haben will. Und hier war es bei der R6 II zumindest noch ähnlich. Also ich hatte Pre-Burst, das heißt, ich habe die Funktion eingeschaltet, habe dann mit dem Half-Shutter anfokussiert. Die Kamera nimmt schon 20 Bilder pro Sekunde auf. Dann drücke ich den Shutter durch, dann mache ich meine eigentliche Serie. Und dann kann ich halt im Nachhinein hingehen und in der Kamera in einem Container, also in quasi einer Funktion, dann aussuchen, welches Bild aus der Voraufnahme möchte ich denn jetzt abspeichern. Und das war halt total fummelig und ist total nervig. Und jetzt landen die einfach ganz normal auf der Speicherkarte. 20 Bilder vor Auslösestart landen auf der Speicherkarte. Jetzt lass mich nicht lügen, aber das müssten 2 Sekunden sein. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber die Bilder landen halt einfach ganz normal als RAWs auf der Speicherkarte oder als JPEGs, je nachdem, was ihr einstellt. Das ist eine mega Funktion. Und das Allerbeste dabei, du kannst es jetzt auf eine Funktionstaste legen, dass diese Funktion aktiviert wird. Also du musst nicht ins Menü Pre-Capture aktivieren, dann deine Serie machen und dann Pre-Capture wieder deaktivieren, sondern du kannst halt, und dafür ist die Funktion ja gemacht, wenn du nicht weißt, dass du den Moment eigentlich noch drauf haben musst. Das heißt, du hast eine Funktionstaste, nehmen wir jetzt beispielsweise einen Fußballspieler, der läuft an und schießt aufs Tor, dann kannst du halt kurz vorher die Funktionstaste drücken, auf der du die Funktion belegt hast, aktivierst dann mit diesem Pre-Burst, kannst dann halt durchfotografieren und hast dann halt im Zweifel
den Moment, den du eigentlich festhalten willst, für den deine Reaktionszeit aber zu langsam war, als Pre-Capture auf der Speicherkarte liegen. Das zu dem Thema, ja. Dann gab es noch eine Frage, das 45 mm im Vergleich zum 35er 1.8. Wir haben es nicht getestet, aber, es kommt ein großes Aber. Das 35er ist ein Makro. Das heißt, ich komme ja auf jeden Fall etwas näher dran. Makros sind auch dafür bekannt, dass sie Details wirklich sehr, sehr fein auch darstellen können. Ich habe zwar eine gute Naheinstellgrenze beim 45 mm, aber es ist kein Makro. Wenn es um Detailshots geht, ist was anderes. Aber ich gewinne so viel an Licht, wenn ich jetzt von einer 1.8 auf eine 1.2 gehe, wenn wir runterrechnen von 1.8, 1.6, 1.4, 1.2. Ich habe eine Blende gewonnen. Ich kann meine ISO von 6.4 auf 3.2 reduzieren. Wenn ich jetzt Schärfe vergleiche, muss ich fairerweise das 1.2er als auf 1.8 runterblenden. Dann wird die Schärfe, ich lehne mich mal aus dem Fenster, sehr ähnlich werden von dem, was wir gesehen haben, aber ist halt kein Makro. Da musst du gucken, was dir dann am liebsten ist. Prospekt zu den Fototagen übrigens. Newsletter abonnieren, dann kommt der da hinterher. Das ist sowieso immer eine Empfehlung, auch wenn man von einer neuen Canon-Kamera informiert werden will. Das dazu auch. Ich kläre das gerade mal. Vielleicht habt ihr gleich noch eine Antwort. Ah ja. Ich weiß nicht, wie du es klären möchtest, aber ja, ich lasse dich mal machen. Okay. Ansonsten. Hatten wir Slow-Mo schon genannt? Nee. Erzähl gerne mal was über die Slow Motion von der Kamera. Das ist ja auch so ein Bereich, den du auch getestet hattest. Genau. Slow Motion ist jetzt auch nochmal optimiert tatsächlich. Das heißt, man kann tatsächlich nochmal mit 120 aufnehmen, was natürlich auch da nochmal attraktiver ist, gerade wenn man wieder viel in Bewegung hat. Auch nochmal ein Fortschritt. Also auch wirklich nochmal eine Weiterentwicklung zum Vorgängermodell. Ja. Ne, jetzt habe ich halt alles. Ich habe die maximale Auflösung, ich habe das RAW, ich habe High Frame Rates in 4K auch schon jetzt bis 120. Wer jetzt noch mehr braucht, der hält in 2K bei 180. Ja. Ne, also da ist alles drin, was man so gebrauchen kann. Und ich persönlich filme so wenig in 120p, weil das schon echt langsam ist, wenn man das dann mal irgendwo verwenden möchte. Aber ich habe halt die Möglichkeit, und vor allem bei so kleinen Werbeclips sind halt so diese kleinen Bewegungen dann doch mal sehr smooth zu sehen, dann halt wirklich angenehm. Das macht halt wirklich diesen professionellen Look. Hast du eine Rückmeldung bekommen in der Zeit? Noch nicht. Ansonsten. Ich schicke den Link schon mal, dann könnt ihr da beobachten. Genau, ne? Schaut da einfach mal. Ich würde nämlich sonst sagen, weil wir noch ein bisschen was für morgen vorbereiten müssen, falls ihr es mitbekommen habt, morgen sind die Fototage. Wir müssen noch viel jetzt hier abbauen und morgen wieder aufbauen. Von daher vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Auch danke, dass du den Tag das mit uns getestet hast für unser Video. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, schaut auf den YouTube-Kanal, schaut euch an, wie gut Silke gearbeitet hat, die Bilder, die sie gemacht hat. Und wenn ihr Silke live erleben möchtet, am Samstag bist du auch mit dabei. Ja, ich freue mich auf euch und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. War mir eine Ehre. Vielen Dank auch, dass alle jetzt das angeschaut haben und uns hier den Abend miteinander verbracht haben. Falls ihr noch Fragen haben solltet, schreibt uns einfach auf Instagram oder hier unten in den Kommentarbereich. Auch wenn ihr das jetzt im Nachgang geschaut habt und nicht im Live, dann haben wir das natürlich auch noch weiterhin online. Falls ihr noch was nachgucken möchtet, alles da. Ihr könnt direkt nochmal von vorne angucken und das Ganze nochmal den Abend genießen. Aber wir gehen jetzt erstmal, verabschieden uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin, danke euch.